Willkommen auf der USS Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Admiral Blockstar und Freunde, heute möchte ich euch erneut eine F-18 Super Hornet aus dem Hause Boeing mit der Lizenz von Top Gun Maverick zeigen. Keine Angst, nicht schon wieder die 5804. Dazu gab es schon ein Video, findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf dem auf der Infocard. Nein, ich zeige euch heute das Mega Construct Set GPP 89. Dieses Set hier 221 Teile und hier eher als Spielversion, also für Kinder, denn wir haben hier Stud-Shooter. Freunde, ich bin mal echt gespannt, wie das hier umgesetzt ist. Trotzdem für mich mysteriös, dass wir hier zwei verschiedene Klemmbausteinfirmen haben mit jeweils der gleichen Lizenz. Und wenn man es genau nimmt, sogar nochmal mit einer anderen Lizenz, nämlich der von Boeing. Also wir haben hier Kobi, wie gesagt, Video gibt es schon, mit Boeing und Maverick und wir haben hier Mega Constructs mit Boeing und Maverick. Das lässt ja zu hoffen, dass Lizenzen nicht immer nur bei einer Firma kleben müssen. Wäre ja was Schönes für die Zukunft. Glauben wir mal an das Gute in den Firmen bzw. an den Lizenzgebern. Denn ich glaube, es wäre für uns alle was, wenn wir ja die Lizenz unseres Lieblings-Franchises, wie es so schön heißt, bei unseren liebsten Klemmbausteinhersteller sehen würden. Das ist richtig cool. Gutes Beispiel ist ja auch, ich habe euch schon vorgestellt von Mega Constructs, das Thema Pokémon, wo es ja in Europa bei Mega Constructs liegt oder Amerika vielmehr und im asiatischen Raum bei Keyplay. So hat man ja auch wenn man sich importieren muss, zwei verschiedene Firmen, die sich die gleiche Lizenz teilen. Schön wäre es halt nur, und vielleicht ist das ja hier so, auf einem Markt, nämlich hier im Dachraum in Europa. Wie gesagt, wenn ihr da mehr wisst als ich, schreibt mir das bitte in die Kommentare, würde mich freuen. So Freunde, jetzt genug gelabert, jetzt schauen wir uns den Karton an und vor allem dann gleich den Inhalt. Ja Freunde, da haben wir unseren Karton, das Set GPP 89, 221 Teile, Altersempfehlung ab 6 Jahren aus der Wonder Builders Edition, die besagte Boeing F-A 18E Super Hornet. Hier sehen wir das Gerät in Action, wir sehen hier diese Stud-Shooter nenne ich sie, aber es sind ja eigentlich hier solche Pfeil-Shooter, ich sage immer Stud-Shooter zu diesen Dingern, die diese Dinge abschießen. Hier oben haben wir das Logo, was wir schon kennen, auch von Kobi. Nichts verschlucken, das Logo von Mega Constructs. Schauen wir uns gleich mal die Seiten an. Hier sehen wir Herrn Tom Cruise an diesem Flieger stehen, diese Minifigur, die da drin ist. Bin ich mal gespannt, wie die so ist. Sieht ganz niedlich aus. Hier das gleiche nochmal. Und von unten haben wir wieder das babylonische Sprachengewirr mit allen Möglichkeiten. Ja, also Mattel, ich kann ja mal was vorlesen. Was kann ich denn? Colori I Elementary Decoratium Mochiasi Ronchi. Was auch immer das für eine Sprache war. Egal, Freunde, lassen wir das. Der Blockstar kann es nicht. Hier sehen wir jetzt auch das, was ich meinte. Wir haben hier eine Lizenz von Paramount und wir haben hier die Lizenz von Boeing. Nicht für Kinder unter 3 Jahren. Und wir sehen hier Play Features, nämlich, dass wir mit diesen Mega Constructs Stud-Shootern was abschießen können. Und wir können das Fahrwerk wohl einklappen, beziehungsweise, hier so an die Seite klappen, was ja nicht wirklich einfahrend ist. Aber okay, da ist die Figur, auf die bin ich gespannt. Das ist so eine typische Spielfigur von Mega Constructs, weil wir kennen sie auch anders aus den Black Series. Siehe meine Videos zu Game of Thrones. Hier oben heißt es dann auch hier öffnen. Das kann ich euch übersetzen. Da kann man reindrücken und kann den Karton öffnen. Und das machen wir jetzt. Zack. Diesmal brauche ich mich nicht schneiden. Wir machen den Karton auf und der Karton ist leer. Wir haben die Anleitung auf wohl ein bisschen recyceltem Papier. Wir haben beschriftete Tüten 4, 3, 1, 2 und diese eine Support-Tüte und wir haben hier die Anleitung. Die Anleitung ist bestimmt wieder ziemlich cool ist es auch genau in so der Farbgebung gehalten des Sets. Hier ist es eigentlich ziemlich grau. Ich hätte jetzt gedacht, es wären wie bei Pokémon auch so ein paar Flieger dabei oder so. Naja, also wir sehen, welche Tüten wir brauchen. Das ist angezeigt. Wir sehen auch immer bei Mega Constructs, wo wir aufnoppen müssen. Das ist immer farblich. Hier sehen wir auch die Bauschritte. Wir schauen auf der ersten Seite nochmal genau. Hier sehen wir, wie wir die Figur zusammenbauen. Und dann schauen wir mal, wir haben 28 Seiten mit 64 Bauschritten. Hier hinten sind immer die ganzen Play-Features erklärt. Finde ich ganz cool. Und dass man sich die Dinger nicht in die Augen schießen soll. Und nochmal das Set
als Ganzes, als Bild und die Teileübersicht, die ich mir immer als erstes anschaue, finde ich immer interessant, um zu wissen, was ich wie wo gleich verbauen werde. Ja, und das war es jetzt auch schon, Freunde, verbauen werde. Ich werde jetzt die Tüten aufreißen und Spaß haben und euch das Set bauen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über einen Fakt rund um den Film Top Gun Maverick und warum nicht einfach mal über Tom Cruise sprechen, denn ich habe ja schließlich schon bei der Kobi 5804 über die F-18 Hornet gesprochen, also sprechen wir heute über den Hauptdarsteller der Top Gun Serie, den kleinsten, größten Mann in Hollywood, Tom Cruise. Und was Tom Cruise und mich vereint, ist die magische Zahl 3, bei ihm sogar noch potenziert die magische Zahl 33. Denn Tom Cruise war 3-mal verheiratet und er trennte sich von jeder dieser Ehefrauen, nämlich von Mimi Rogers, Nicole Kidman und Katie Holmes, jeweils als sie 33 Jahre alt wurden. 1988 war Tom Cruise der beste und der schlechteste Schauspieler Hollywoods gleichzeitig, denn er gewann 1988 den Oscar für Rain Man, aber auch die Goldene Himbeere für seine Rolle in Cocktail. Tom Cruise weigerte sich stets, dass er mit seinem Körper Pate steht für eine Figur aus seinen Filmen in einem Computerspiel oder Spielzeug. Es ging sogar so weit, dass die Figur im Computergame zu Minority Report blonde Haare bekam. Umso besser und cooler, dass wir jetzt bei Kobi und Mega Constructs jeweils eine Tom Cruise Spielfigur haben. Tom Cruise hat bis jetzt 10-mal die Rolle eines Soldaten verkörpert. Zuerst in dem Film Die Kadetten von Bunker Hill und zuletzt am 10. Mal im zweiten Teil von Top Gun, nämlich Maverick. Tom Cruise verkörpert oft Helden, aber ab und zu verhält er sich auch wie einer. 1996 begleitete er eine Frau ins Krankenhaus, nachdem er gesehen hatte, wie sie von einem Auto angefahren wurde. Als er festgestellt hatte, dass sie keine Versicherung hatte, bezahlte er ihre Krankenhausrechnung in Höhe von $7.000. Ja, meine Freunde, die Speedbildzeit bzw. Faktenzeit ist nun zu Ende und ich habe gedacht, das übliche Scientology-Kram, was ihr alle kennt, brauche ich euch nicht über Herrn Cruise erzählen. Deswegen hier diese etwas außergewöhnlichen Fakten rund um den kleinen, großen Mann aus Hollywood. Jetzt viel Spaß beim Review. Ich spüre die Gier nach Mega Constructs in mir. Freunde, da ist es fertig, unser Set GPP 89, unsere Boeing F-A18E Super Hornet aus dem Filmfranchise Top Gun Maverick. Der zweite Teil nach Sie fürchten weder Tod noch Teufel. Die Anleitung habe ich euch schon gezeigt, sie ist top, sie geht zur Seite. Schauen wir uns den Flieger an. Er ist natürlich sehr rudimentär. Es ist Spielzeug. Es ist wirklich... Ja, also Spielzeug war euch vorher schon klar, das ist logisch, aber es ist wirklich hier für Kinder gemacht. Also eine F-18 Hornet für Kinder. Nur mal als Vergleich, die von Kobi, das ist kein richtiger Vergleich, weil ich finde, man kann Kobi so nicht vergleichen. Aber hier seht ihr mal die von Kobi und hier die von Mega Constructs. Links ist Kobi, rechts ist Mega Constructs. Ich denke mal, da ist uns schon allen klar, dass wir hier eher Modellbau haben oder Erwachsenen. Klemmbausteine und hier haben wir halt was für die Kiddies zum Playen. Und trotzdem muss ich sagen, hat mir dieser Flieger zu bauen sehr viel Spaß gemacht, denn wir haben hier sehr viele Plates, wir bauen mit vielen Wedges, mit Slopes, das hat richtig Spaß gemacht und vor allen Dingen wieder viele schöne Steine, die wir so von nur Mega Constructs kennen. Diese Trapez-Teils hier hinten zum Beispiel, die finde ich super cool. Auch das Formteil hier kann man sicherlich noch für was anderes benutzen. Es hat ja die Lackierung aus dem Film. Hier oben diese Gitterteile, diese 1x2er auf den Fliesen, richtig cool. Und dann natürlich wieder, und nicht erschrecken, Freunde, ich hoffe, man kann es einfangen, diese lustigen Raketenabschussrampen. Ich lasse mir jetzt gerade hier eine starten. Ups, nein, da baue ich einen Flügel auseinander. Boing! Ich hoffe, ich habe es objektiv nicht kaputt gemacht. Richtig cool und vor allen Dingen auch lustig, dass hier noch ein paar mitgeführt werden. Was natürlich ein bisschen der rudimentären Bauweise entspricht, ist, dass wir hier hinten einfach nur diese Turbinen so draufgenoppt haben auf diesen 1x1er Modifieds, die es hier gibt bei Mega Constructs. Und das Fahrwerk ist natürlich semi. Die Räder sind nicht wirklich schön gemacht. Das sind einfach nur so runde Steine mit Loch. Und wir klappen das Fahrwerk, wenn wir es einfahren wollen, halt so zur Seite vorne. Das sieht nicht so schön aus, aber ich glaube, ein Kind zum Spielen, denen ist es egal. Also hier, schaut mal, sieht so ein bisschen aus wie ein überdimensionierter Tankstutzen bei so einem wirklichen Flieger.
Aber sonst, ich meine, es ist ein kleines Spielzeugchen. Also so ein Flieger, wenn ihr in eurer Lego City Stadt, wo ja auch immer alles ein bisschen kindlich ist, einen Navy-Flughafen bauen wollt, dann passt der Flieger natürlich. Sonst ist es halt was zum Spielen. Ich finde es aber trotzdem cool, denn ich mag Flugzeuge. Ich mag die F-18 Hornet, deswegen habe ich sie mir auch von Kobi gekauft. Und jetzt hier diese von Megaconstruct. Ich habe trotz der paar Steine, und ich habe aber entspannt gebaut, ich habe mich einmal verbaut, weil ihr müsst aufpassen, es gibt ja sehr viele graue Steine, das seht ihr ja schon, es ist eigentlich fast alles grau. Und gerade bei diesen Wedges, da muss man manchmal aufpassen, wegen der Feilung, welchen Winkel sie haben, die Wedges, aber dann passt das schon. Also ich habe um die 40 Minuten gebraucht, das geht auch schneller, ich habe es halt wirklich ganz entspannt gemacht. Wir haben mal wieder einen Haufen Steine über, was typisch Megaconstruct ist, was auch ziemlich cool ist. Also der Flieger gerade von hinten so, schaut mal, sieht ja richtig cool aus, das Profil, und auch so, jetzt war das Fahrwerk weggelassen. Ihr könnt es ja auch abbauen und dann packt ihr euch einen eigenen Stand und habt eine kleine F-18, das passt schon. Also ich glaube, die es von Lego gibt auf dem Flieger, also es gibt von Lego City auch ein Set, die Nummer werde ich euch einblenden, wo ihr mal so einen Flieger auf dem LKW hat, da ist es auch nicht anders rudimentär gebaut. So, jetzt packen wir den Flieger mal zur Seite und wir gucken uns mal die Figur an. Dafür hole ich mir wieder meine kleine, mein kleines Show-Fensterchen, was ich hier gebaut habe, auf einen Teiletrenner. Und da haben wir nämlich Maverick, wie er steht als Figur von Megaconstructs. Das sind die gleichen Figuren wie bei den Hot Wheels. Also deswegen habe ich es extra mal hier so gemacht, dass man so die Arme auseinandernehmen kann. Und man kann auch aufnoppen. Ich zeige es mal von hinten, denn hinten hat der Hintern, hahaha, Noppen. Ihr könnt also aufnoppen. Und ihr könnt diesen Helm auch abnehmen und seht dann das Gesicht von Tom Cruise. Ich versuche mal jetzt hier den Helm, seht ihr jetzt gerade nicht, in die Hand zu klemmen, ob das geht. Nein, das geht nicht, aber hier, er ist ausgestreckt und unter der Fliegerschutzweste ist auch nochmal der Torso komplett bedruckt. Also falls ihr ihn irgendwo cool hinstellen wollt, das mache ich mal eben gerade. Es geht ein bisschen schwierig, wenn man es einmal drauf gemacht hat. Da fällt mir sogar eher der Arm ab, als dass ich die Weste abkriege, aber wartet noch 2 Sekunden. Oder spult vor. Ich versuche für euch noch die Weste abzukriegen. Nein. So, Freunde, die Weste ist so hart drauf, ich kriege sie nicht ab. Ich wollte sie euch zeigen, dass nämlich diese Weste, also dass der Torso unter der Weste auch bedruckt ist. Naja, egal. Jetzt mache ich noch mal kurz alles zusammen. Aufpassen, dass die Arme richtig drauf genoppt werden. Sonst hat er nachher 2 linke Arme. So, aber nein. Vorführeffekt. Also nochmal Herr Cruise ohne Helm. Ja, eine schöne, typische Megaconstructs Spielfigur, die wir jetzt auch hier ins Cockpit setzen. Und dann geht dieser Flieger nach hinten ins Regal. Und immer wenn es um Flieger geht, werdet ihr jetzt Herrn Cruise in der Megaconstructs Version in seiner F-18 Hornet fliegen sehen. So, Freunde, und wir gucken jetzt mal, was der Einsatzplan sagt, und dann landen wir gleich hier nochmal auf dem Bautisch und schauen uns in die Augen. Wind nun aus Startbahn 03. 3, Tüte 3, 3. Ach, lassen wir das, Freunde. Zug ist abgefahren. Aber was nicht abgefahren ist, sondern gerade hier gelandet ist und in die Truppen überführt werden kann, ist unsere coole F-18 Hornet von Megaconstructs. Freunde, was ich euch ganz vergessen habe zu sagen, ist, neben all dem Bauspaß, den ich hatte, auch wenn er kurzweilig war, dass dieses Set natürlich keine Aufkleber hat. Alles Drucke, auch hier drin haben wir sogar noch ein Cockpit-Teil mit Instrumenten bedruckt. Richtig cool, das gefällt mir. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was ihr von diesem Set haltet. Findet ihr das blöd, Kriegsspielzeug, das übliche? Oder ja, schreibt mir bitte, ich würde es echt gerne wissen. Ich liebe ja zurzeit total alles, was Megaconstructs da auf den Markt schmeißt, weil das alles irgendwie mich in meiner Kindheit oder Jugend abgeholt hat. Top Gun, natürlich bin ich mit groß geworden. Master of the Universe, brauchen wir gar nicht drüber reden. Pokémon habe ich am Rande auch miterlebt und Hot Wheels auch. Das hat jeder Junge irgendwie in seiner Kiste gehabt. Und natürlich Game of Thrones, die Geschichte habe ich euch auch erzählt. Trotzdem, schreibt mir bitte, was ihr von diesem Set haltet, würde mich sehr interessieren. Und dann in diesem Sinne, wie immer, Freunde, ich bin es nicht leid zu erzählen. Habt euch lieb, aber haltet Abstand, bleibt gesund, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockster.